Hey Leute, hier ist ja nun der zweite Teil meines Anti-QAnon-Podcasts. In diesem Video decke ich ausführlich Donald Trump als Prinz Richard VI. Zu sein Wittgenstein-Berleburg auf und zusätzlich dazu noch 5 weitere Fake-Identitäten aus dem Trump-Clan, weil wir wollen ja immer auch schön viele Familienrelationsbeweise haben, und ich verspreche euch schon mal, dass alle 6 Fake-Identitäten, die ich in diesem Video aufdecken werde, eng miteinander verbandelt sein werden, und es wird sich also mal wieder so ein verzweigendes Familienrelationsnetzwerk ergeben, aber das wird diesmal echt groß sein, weil der Trump-Clan ziemlich groß ist. Die kann ich gar nicht alle in einem Video aufdecken, alle Mitglieder. Auf jeden Fall sind es dementsprechend auch 4 verschiedene Adelshäuser, aus denen sich die Fake-Identitäten des Trump-Clans zusammensetzen, die aber alle eng miteinander verbandelt sind und verwandt sind und so weiter. Dieses große Familienrelationsnetz, das ich heute schon aufspannen werde, wird dann also das absolute Fundament sein für alle weiteren Teile, für alle Aufdeckungen, die im weiteren Verlauf dieses Podcasts kommen. Gleich nach dem Intro begebe ich mich also mal wieder auf eine magische Reise durch die Vetternwirtschaft zwischen den Mitgliedern einer Fake-Identitätenfamilie, bei denen die Adeligen, mit denen sie zufälligerweise Ähnlichkeit haben, alle miteinander verwandt sind. Also die Beweislast ist mal wieder riesig. Begleitet mich also auch heute auf diesen meinen Pfaden. Los geht's! In diesem zweiten Teil soll es nun also ganz konkret um die Aufdeckung von Donald Trump und den Rest seiner Sippe gehen. Dabei will ich sozusagen den Adeligen hinter Donald Trump als Pfeiler setzen, auf dem ich das Fundament aufbauen möchte, das ich in meinem Prolog erwähnt habe. Also zentraler Pfeiler des Fundaments Donald Trump gleich Prinz Richard VI. Zu sein Wittgenstein-Berleburg. Wir werden von dort aus, also von diesem Match aus, das wir hier in diesem zweiten Teil sehr genau untersuchen werden, also von diesem Pfeiler aus werde ich starke Familienrelationsbeweise knüpfen, die über 4 eng miteinander verbandelte Adelshäuser sich erstrecken und dabei das besagte Fundament aufziehen. Und diese 4 Adelshäuser sind das Haus zu sein Wittgenstein-Berleburg, der dänische Adel, der griechische Adel und das Haus Monaco. Also soll ganz konkret heißen, um dieses Fundament aufzuziehen, deckt dieses Video insgesamt 6 Trump-Mitglieder als Berleburger, Griechen, Dänen und Monegassen auf und zeigt euch auch, inwieweit diese 4 Adelshäuser familiär miteinander eng verbandelt sind. Bei diesen 6 Fake-Identitäten wird es sich handeln um erstens Donald Trump, zweitens seine erste Ehefrau Ivana Trump, drittens seine aktuelle Ehefrau Melania Trump, viertens seine Tochter Tiffany Trump, fünftens seine Tochter Ivanka Trump und sechstens deren Ehemann Jared Kushner. Und ja, hinter all diesen 6 Fake-Identitäten stecken meiner felsenfesten Überzeugung nach die Berleburger, der dänische Adel, der griechische Adel und auch der Monegassenadel. Ich werde jetzt all diese 6 Fake-Identitäten der Reihe nach durchgehen
und bei jeder Fake-Identität einleitend erklären, inwiefern der oder die aufgedeckte Adlige jeweils eng mit dem Berleburger Haus verbunden ist. Ja, ich denke, hier wird schon deutlich, wie immens die Beweiskraft durch die Familienrelation diesmal sein wird. Los geht's! Es war mir schon immer klar, dass eine der größten Taktiken der Adligen darin besteht, ihre originalen Adelscharaktere möglichst aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Damit wollen sie erreichen, dass der europäische Hochadel viele Mitglieder hat, von denen nur sehr wenige von uns Bürgerlichen überhaupt den Namen, geschweige denn deren Gesicht kennen. Ich denke, das trifft auch auf dieses Mitglied aus dem europäischen Hochadel zu, Prinz Richard VI. Zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Und ich denke, das ist einer der Hauptgründe, warum selbst viele Actor-Based Reality-Forscher es nicht schaffen, Donald Trump richtig aufzudecken. Ich habe schon gehört, dass Donald Trump angeblich von König Willem Alexander von Oranien-Nassau gespielt werden soll, oder dass er von Prince Andrew von York gespielt werden soll, oder dass er mit John Candy identisch sein soll. All diese Aufdeckungen sind definitiv falsch. Ich habe an dieser Aufdeckung, zu der ihr hier jetzt schon gerade mein erstes Match eingeblendet seht, insgesamt 5 Jahre lang gearbeitet. 5 Jahre lang immer wieder die Position von anderen mit aufgenommen, was auch notwendig war, weil ich auch einige Mitglieder der Trump-Sippe falsch aufgedeckt hatte und ich durch die Vorschläge von anderen auch zwischendurch korrigiert wurde. Und ich habe auch über diese ganzen 5 Jahre hinweg immer wieder die Bildvergleiche nochmal verbessert. Ich werde euch heute in diesem Video zeigen, warum für mich persönlich diese ganze Diskussion, von wem Donald Trump gespielt wird, längst beendet ist. Dieser erste Bildvergleich ist schon sehr überzeugend. Deswegen denke ich, können wir jetzt zum zweiten übergehen. Ja, achtet hier mal auf die Augen, wie die wirklich exakt identisch sind. Bei der Frage, wie identisch hier die Augen sind, gibt es für mich wirklich nichts zu diskutieren. Zum Glück bin ich ja mittlerweile ein Meister der Videobearbeitung geworden, der euch das Ganze ganz genau mal zeigen kann. Also zoomen wir mal in die Augen von Prinz Richard VI. Diese Augenform jetzt bitte genau merken. Und jetzt zoomen wir da wieder raus und zoomen stattdessen in die Augen von Donald. Und wieder zurück zu den Augen von Prinz Richard VI. Und hier noch einmal die von Donald. Und ja, beide Augenpartien, in die ich jetzt gerade reingezoomt habe, stammen wirklich aus diesem einzelnen Bildvergleich. Prägt sie euch jetzt nochmal ganz genau ein. Und hier habt ihr die beiden Augenpartien sogar im direkten Vergleich, direkt untereinander. Wie gesagt, aus diesem Bildvergleich hier zusammengestellt. Also, ich finde das schon absolut umwerfend. Das kann man auch nicht durch einzelne Details verwerfen wie, aber der Richard hat da eine breitere Nase als der Donald. Kommen wir nun zum dritten Bildvergleich. Ja, hier sind nicht nur die beiden Augenpaare wieder miteinander identisch, man sieht irgendwie auch ein und dieselbe Knautschfresse. Hier ein vierter Bildvergleich. Ein Hauptmerkmal von Prinz Richard VI. Ist auch sein relativ schmaler Mund in seinem relativ breiten Gesicht. Auch das wird hier sehr schön von Donalds Hackfresse erfüllt. Und zu guter Letzt sichern wir das Ganze nochmal forensisch ab. Die beiden haben auch exakt die gleichen inneren Ohrmuscheln. So, nun kommen wir zur ersten der 3 Adelsfamilien, die neben den Berleburgern das Fundament mitbildet. Zum dänischen Adelshaus.
Dass das dänische Adelshaus eine Familienrelation zu meinem Fundamentpfeiler hat, also zu meinem Match Prinz Richard VI. Zu sein Wittgenstein-Berleburg gleich Donald Trump, ja, das hängt wohl mit der Frau zusammen, die der Richard geheiratet hat. Er hatte die Benediktine von Dänemark geheiratet. Die Benediktine ist wahrscheinlich auch eine Adelige, mit der sich noch nicht alle Wahrheitssuchenden so intensiv beschäftigt haben. Deswegen spiele ich euch auch erstmal ein paar Bilder von ihr mit Richard ein, damit ihr euch ein bisschen auf sie einschießen könnt, wenn ihr sie vorher noch nie so bewusst gesehen habt. Aber ich frage jetzt einfach mal, erinnert sie euch bereits an jemanden? Ja, sie sieht doch zufälligerweise aus wie Donalds erste Ehefrau Ivana. Das ist ein perfektes Match zwischen Benediktine und Ivana. Vergleicht auch hier die Augen, vor allem in Verbindung mit diesem extrem dünn gezogenen Augenbrauen. Mund, Lippen und Mundfalten passen auch richtig gut, wie ich finde. Und damit ihr nicht denkt, dass ich hier irgendwie geschummelt habe und das nur deswegen so toll aussieht, zeige ich euch jetzt noch zu beiden Bildern die Originalquellen. Die könnt ihr dann selber online raussuchen. Da hätten wir einmal die Ivana auf diesem Foto von Sky News und hier die Benediktine auf diesem Foto von Getty Images. Hier noch ein zweiter Bildvergleich mit demselben Foto von Benediktine. Das Bild von Ivana ist diesmal ein anderes, aber auch zu diesem gebe ich euch gerne den Quellennachweis. Bitte sehr! Dann müsst ihr jetzt noch diesen Bildvergleich zwischen diesen beiden Schönheiten ertragen. Und schlussendlich noch diesen hier, in dem man sehr schön sieht, dass die beiden dasselbe Gebiss haben. Und damit kommen wir zum nächsten der 4 Häuser, die zusammen das Familienrelationsfundament gemeinsam aufziehen, zum griechischen Adel. Also, wo wir gerade schon eine dänische Adelige als Ex-Gattin von Donald Trump hatten, kann der griechische Adel ja nicht mehr weit entfernt sein. Ich habe ja schon oft genug erwähnt, der griechische und der dänische Adel sind so eng miteinander verwandt, dass extrem viele griechische Adelige ein von Griechenland und Dänemark in ihrem Adelstitel stehen haben. Wer das hier noch nicht mitbekommen hat, der möge sich die 3 Teile zu meiner Aufdeckung Cameron Diaz and Nicola Sheridan are both played by anschauen. Diese 3 Teile haben zum Beispiel gezeigt, wie massiv griechische und dänische Adelige in ihren Fake-Identitätsproduktionen miteinander kooperieren. Ich verlinke jetzt oben rechts einfach mal nur den ersten Teil dieser Reihe Cameron Diaz and Nicola Sheridan are both played by. Aber kommen wir jetzt mal lieber zur Darstellerin von Melania Trump, nämlich zu Prinzessin Tatiana von Griechenland. Auch die hat den Zusatz von Griechenland und Dänemark in ihrem Adelstitel. Aber nicht nur das, die Tatiana ist auch besonders eng mit unserem Fundamentstützpfeiler, also dem Haus zu sein Wittgenstein-Berleburg und seinem Richard, verbunden, und zwar über folgende Hochzeitsreihe. Der Richard war ja mit der Benediktine verheiratet. Die Benediktine hat wiederum eine Schwester mit dem Namen Annemarie von Griechenland. Nun die zweite Station in der Hochzeitsreihe. Diese Annemarie ist mit König Konstantin von Griechenland verheiratet und hat mit ihm unter anderem den Sohn Prinz Nikolaos von Griechenland. Und nun die entscheidende dritte Station der Hochzeitsreihe. Mit wem war dieser Prinz Nikolaos von Griechenland bis vor kurzem noch verheiratet? Richtig, mit der Tatiana von Griechenland. Mittlerweile haben sich die beiden geschieden vor ein paar Wochen, aber hat jetzt nichts zu sagen.
Nochmal zusammengefasst. Die Tatiana ist die Schwiegertochter von der Königin Annemarie und König Konstantin von Griechenland, da Tatianas Mann Nikolaos der Sohn der beiden ist. Und die Annemarie ist wiederum eine Schwester von Richards Frau Benediktine, also auch als angeblich Bürgerliche, die sich in den Adel angeblich eingeheiratet hat und nicht dort reingeboren wurde, ist die Tatiana sehr feste auf dem Berleburger Pfeiler des Fundaments verschraubt. Und diese Tatiana spielt nun die Melania Trump. Wirklich ein Wunder, wie uns die Adelige hinter Donalds erster Ehefrau zur Adeligen hinter Donalds aktueller Ehefrau geführt hat. Ich finde, hier ist vor allem die Form der Augenbrauen sehr schön als entlarvendes Erkennungsmerkmal zu sehen. Die individuelle Form des Mundes beim Lächeln stimmt auch überein. Und ja, auch der untere Teil der Nasenspitze hat in beiden Gesichtern jeweils so eine leichte Schnabelform, sehr spitz zulaufend unten. Und ansonsten denke ich, muss ich jetzt die nächsten Bildvergleiche nicht weiter kommentieren. Da sieht man einfach nochmal dieselben Merkmale wiederholt. Und wo wir jetzt gerade schon beim griechischen Adel waren, bleiben wir auch beim griechischen Adel. Ich gehe jetzt nämlich mal über zu dieser Dame hier, die wahrscheinlich auch relativ viele gar nicht kennen. Das ist Prinzessin Maria Olympia von Griechenland, eine Tochter von Prinz Pavlos und Prinzessin Marie Chantal von Griechenland. Prägt euch deren Gesicht jetzt mal ganz genau ein. Und da schmeiße ich jetzt mal direkt dieses Bild von Donald Trumps Tochter Tiffany hinterher. Merkt ihr was? Stichworte Mundstellung, Glubschaugen und Augenbrauen. Prinzessin Maria Olympia von Griechenland. Tiffany Trump. Prinzessin Maria Olympia von Griechenland. Tiffany Trump. Jetzt stelle ich euch die Gesichter dieser beiden angeblich verschiedenen Damen mal direkt nebeneinander. Ja, also, was willst du dazu noch sagen, außer Mundstellung, Glubschaugen und Augenbrauen? Da brauche ich jetzt wirklich die weiteren Bildvergleiche zwischen den beiden nicht mehr groß kommentieren. Bei diesem letzten Bildvergleich hier zeige ich euch sogar noch die Originalquelle zum Bild von Tiffany. Bitte sehr. So, 3 von den 4 Adelshäusern, die ich als gemeinsame Bauteile des Fundaments angekündigt habe, haben wir jetzt schon durch. Die Berleburger, die Dänen und die Griechen. Jetzt fehlt als 4. und letztes Haus nur noch das Haus Monaco. Ich habe ja die Aufdeckung von 6 Fake-Identitäten versprochen und 4 Stück habe ich schon aufgedeckt. Wer wirklich aufgepasst hat, weiß, welche beiden Fake-Identitäten jetzt noch fehlen. Richtig, Ivanka Trump und ihr Gatte Jared Kushner. Und genau das sind auch die beiden Trump-Clan-Mitglieder, die von Adeligen aus dem Hause Monaco gespielt werden. Aber bevor ich da jetzt zu den Matches kommen kann, muss ich ja erstmal zeigen, wie das Haus Monaco mit dem Grundpfeiler, also dem Hause zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, verbandelt ist. Das ist jetzt leider etwas komplizierter, aber logisch bleibt es trotzdem. Der Einfachheit halber setze ich jetzt mal das voraus, was ich bereits gezeigt habe, nämlich dass der griechische Adel mit den Berleburgern eine Vetternwirtschaft hat. Ich folge jetzt der realistischen Logik, dass Adelshäuser, die mit dem griechischen bzw. dänischen Adel verbandelt sind,
über diese Griechen oder Dänen dann auch in Kooperationen mit den Berleburgern reinkommen können. Wenn ich also zeigen kann, dass das Haus Monaco eng mit dem Adelshaus der Griechen ist, dann habe ich mein Ziel hier in diesem Kapitel erreicht. Und diese Verbindung zwischen den Griechen und den Monegassen gibt es in der Tat. Sie ist mir bei meinen vergangenen Aufdeckungen mehrmals über die Leber gelaufen. Besagte Verbindung läuft über das Haus Hannover ab, das definitiv als Scharnier zwischen dem griechischen Adel und den Monegassen fungiert. Ich zeige euch jetzt, an welchen Rechercheergebnissen aus meinen vergangenen Forschungen ich diese Gewissheit ausmache. Erstens ist es ein Faktum, dass der Welfenprinz Ernst August von Hannover ja die Caroline von Monaco geheiratet hat. Somit ist eine deutliche Verbindung zwischen dem Haus Hannover und den Monegassen schon mal da. Zweitens ergibt sich eine Verbindung zwischen dem Haus Hannover und den Griechen dadurch, dass es da mal die Friederike von Hannover gab, die König Paul I. von Griechenland geheiratet hat. Nun zu meinen vergangenen Recherchen, die bestätigen, dass die Griechen und das Haus Hannover aus diesen Gründen gerne zusammenarbeiten. Das wird jetzt etwas länger, aber es lohnt sich dran zu bleiben und zuzuhören. Ich habe mal vor 3,5 Jahren folgendes Video gemacht: Preußen-Kanzler Teil 1, Hitler, Kiesinger, Laschet. Ein Video, das ich auch heute noch wunderschön finde, auch wenn sich dort einige Fehler drin befinden, die ich mittlerweile in neueren Videos korrigiert habe. Ich war damals vor 3,5 Jahren halt noch nicht so gut, wie ich jetzt bin. Das ist ganz normal. Auf jeden Fall ging es in diesem Video unter anderem auch um die Aufdeckung von Armin Laschet als König Konstantin von Griechenland. Den habe ich damals zu 100% richtig aufgedeckt, auch wenn einige andere Dinge in dem Video falsch sind. Wie dem auch sei, in diesem Video Preußenkanzler Teil 1 habe ich mich damals darauf bezogen, dass Friederike von Hannover ja mit König Paul I. von Griechenland verheiratet war und darauf, dass die beiden zusammen König Konstantin von Griechenland als Sohn hatten, der selbst noch in der heutigen Zeit den Armin Laschet spielt. Matches dazu lasse ich jetzt durchlaufen. Aber natürlich ging mein Beweis damals noch weiter, denn ich habe auch die restlichen Mitglieder der Familie Laschet damals unter die Lupe genommen und jetzt kommt das, was jetzt speziell für dieses aktuelle Video entscheidend ist. Die Familie Laschet ist tatsächlich eine Koproduktion aus dem griechischen Adel und dem deutschen Hause Hannover. Denn es hat sich damals herausgestellt, dass Johannes Laschet, der Sohnemann von Armin Laschet, von Ben Sylvester Strautmann gespielt wird. Und Ben Sylvester Strautmann muss man als adliges Original aus dem Hause Hannover bewerten, da er ja die Jugendliebe von Prinzessin Alexandra von Hannover ist. Damit habe ich jetzt das gezeigt, was ich für dieses aktuelle Video brauche. Ich habe bewiesen, dass das Haus Hannover mit den Griechen verbandelt ist und auch gemeinsam mit den Griechen performt, also gemeinsam mit den Griechen Fake-Identitätsproduktionen abzieht. Das lässt sich auch stammbaummäßig erklären, weil wie gesagt die Friederike von Hannover vor 87 Jahren mal König Paul I. von Griechenland geheiratet hat. Was ich an dieser Stelle herbeiführen wollte, ist ja die Erkenntnis, dass das Haus Hannover als Scharnier zwischen den Griechen und den Monegassen fungiert. Also dass das Haus Hannover sowohl mit den Griechen als auch mit den Monaco-Adeligen zusammenarbeitet und somit auch die Monegassen und die Griechen miteinander verbindet. Wie gesagt, der Ernst August hat ja die Caroline von Monaco geheiratet und dazu kam ich jetzt auf dieser Grundlage nochmal ein weiteres Beispiel aus meinen vergangenen Aufdeckungen raus, nämlich das Beispiel Dieter Bohlen, der von Prinz Ernst August von Hannover gespielt wird. Hier erstmal ein paar Matches dazu.
Jetzt der Ehefrauenvergleich zwischen Caroline von Hannover und der wohl berühmtesten Liebhaberin von Didda, nämlich Verona Feldbusch. Und jetzt kommt das Entscheidende. Dieter Bohlen hatte ja zusammen mit Thomas Anders diese Band Modern Talking und Thomas Anders wird in der Tat von Prinz Nikolaos von Griechenland gespielt. Damit habe ich jetzt also nochmal klar gemacht, dass das Haus Hannover sowohl mit den Monegassen als auch mit den Griechen zusammenarbeitet und auf der Grundlage werden jetzt erst die nachfolgenden Matches zu Ivanka Trump und Jared Kushner verständlich, denn die werden in der Tat von Monegassen gespielt und jemand, der noch nicht so lange in der Materie drin ist, könnte da ja jetzt sofort einwenden, was haben denn die Monegassen mit den Berleburgern zu tun? Ja, eigentlich doch schon einiges, denn wer Connections zum Haus Hannover hat, wie die Monegassen, der hat über dieses Haus auch Connections zu den Griechen und die Griechen machen wiederum die Tür zu den Fake-Identitäten des dänischen Adels und des Berleburger Adels ganz weit auf. Also, das Pärchen bestehend aus Ivanka Trump und Jared Kushner wird von einem Monaco-Pärchen gespielt und bei diesem Monaco-Pärchen handelt es sich um Jasmine Grace Grimaldi und ihrem Lover Ian Mellencamp. So, jetzt habe ich endlich die Grundlage geschaffen, auf der ich auch die letzten Matches dieses Videos präsentieren kann. Fangen wir mal mit Ivanka Trump gleich Jasmine Grace Grimaldi an, wobei das irgendwie doch peinlich ist, dass ich das immer so englisch ausspreche. Müsste doch eigentlich eher Jasmine Grace Grimaldi heißen, also eher so ein bisschen französisch akzentuiert, wegen Monaco halt. Oder begehe ich dann das Delikt der kulturellen Aneignung? Egal. Auf jeden Fall seht ihr hier den ersten Bildvergleich schon eingeblendet. Also es ist mal wieder alles so passend gemacht, dass ich es nicht weiter kommentieren muss. Ich sage jetzt nur noch, hier ist nochmal die Originalquelle zu dem Bild, das ich für Ivanka verwendet habe, für alle, die es prüfen wollen. So, jetzt bin ich erstmal still, weil alles, was jetzt kommt, ist selbsterklärend. Und zum Abschluss noch ein wunderbarer Ohrenvergleich zwischen den beiden. Sowohl die Ohrläppchen als auch die inneren Ohrmuscheln sind hier absolut identisch. Und bevor dieses ganze Ding hier jetzt allzu sehr die 30-Minuten-Marke überschreitet, zeige ich euch noch ganz schnell, wie der Lover von Ivanka Trump von dem Lover von Jasmine Grace Grimaldi gespielt wird. Also wie der Jared Kushner von Ian Mellencamp gespielt wird. Auch das ist alles schon so gut zusammengestellt, dass ich es hier nicht weiter kommentieren muss. Ich lasse es einfach durchlaufen und währenddessen verabschiede ich mich mit den Schlussworten. Was ihr hier heute gesehen habt, ist wirklich das absolute Fundament für die Aufdeckung der kompletten großen Trump-Familie. Ich denke, bei diesen 4 Adelshäusern, deren Verbindung ich euch heute auch ausführlich gezeigt habe, kann ich es dann auch während des ganzen weiteren Podcasts bewenden lassen. Ihr habt hier heute wirklich ein besonders großes Netz an Familienrelationsbeweisen gesehen. Es ging wirklich alles auf. Ich konnte alles erklären und was bei rauskam, sah super aus von den Biometrievergleichen her. Ich bin froh, dass ich mir die Zeit und die Mühe genommen habe, das alles zusammenzustellen und ausführlich zu erläutern, denn damit habt ihr jetzt einen riesengroßen Beweis für die Actor-Based Reality in einem einzelnen Video zusammengefasst.
Habe ich gern für euch getan, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und es war ein produktives, sinnstiftendes Wochenende für mich. Also bis zum nächsten Mal, euer Somnidelius Solertius.